Wenn deine Schuhe immer enger werden und du hier vorne im Vorfußbereich Schmerzen hast, dann kann es ein Spreizfuß sein. Und den gucken wir uns jetzt ganz genau im Video an. Was ist der Spreizfuß jetzt genau? Normalerweise haben wir ein Fußgewölbe, das vordere Quergewölbe. Das ist hier rum, wo die Zehengrundgelenke sind. Und normalerweise ist es so aufgebaut. Das heißt, die zwei Gelenke stehen etwas in der Luft und die anderen Gelenke liegen am Boden auf. Bei einem Spreizfuß ist es aber so, dass die 2 bis 3 Gelenke komplett auf dem Boden absinken und dadurch der Fuß fächerförmig auseinandergeht. Deswegen werden deine Schuhe immer kleiner, weil nämlich der Fuß dadurch breiter wird. Die typischen Symptome eines Spreizfußes sind, wenn hier vorne im Vorfußbereich, also hier, wenn hier vorne im Vorfußbereich einfach das Ganze abgeflachter wird, das sieht man bei dem hier, sieht man das ganz gut, das ist abgeflacht und dadurch kommen dann hier die Schmerzen, weil eben die Gelenke auf dem Boden aufliegen und somit keinen Polster mehr drunter haben. Und da kann es auch zu Hühneraugen und Hornhaut hier in diesem Bereich kommen. Es kann sein, dass hier die Füße zu schmerzen beginnen. Fuß- und Zehenfehlstellungen gehen meistens mit dem Spreizfuß einher. Das heißt, der Spreizfuß ist oft der erste, der sich bemerkbar macht. Er ist auch der häufigste von den Fußfehlstellungen. Bei den Zehenfehlstellungen kommen dann die Krallenzehen dazu. Die sieht man hier sehr schön, die hier. Weil nämlich das Quergewölbe abgeflacht ist, ziehen die Sehnen immer weiter zurück und somit entstehen dann die Krallenzehen. Auch die Hammerzehen können dadurch entstehen. Der Hallux valgus entsteht meistens mit dem Spreizfuß, weil wenn der Fuß immer breiter wird und ihr die Schuhe nicht anpasst, wird der große Zeh weiterhin nach außen gedrückt und somit wandert dieser Knochen immer mehr in die Richtung und der Zeh in die Richtung. Somit kann man einen Hallux valgus verstärken. Auch den Quintus varus, das heißt genau die andere Seite, der kleine Zeh, geht nämlich dann nach innen, in die Richtung. Und dieses Beinchen geht nach außen. Somit hat man dann diese Stellung. Und ihr könnt euch ja vorstellen, dass es für die Dynamik beim Laufen nicht gerade das Beste ist, wenn die Zehen so stehen und wenn die Füße immer breiter werden. Was kann man jetzt dagegen machen? Breit genug Schuhe kaufen. Denn umso weniger Druck hier vorne bei den Zehen ist, umso besser ist es. Man kann hier auch so Zehentrenner dazwischen machen. Da muss man aber gucken, inwieweit man das erträgt. Die Ursachen eines Spreizfußes sind vielfältig. Das ist nicht nur eine Sache, was den auslöst. Viele sagen, es sind die hohen Schuhe, weil man zu viel Druck auf dem Vorfuß hat. Ja, die helfen mit. Aber es sind auch zum Beispiel Bindegewebsschwäche, Muskelschwäche, langes Stehen, Übergewicht, harte Böden, zu enge oder zu spitze Schuhe, genetische Veranlagung und wann das Fettpolster hier unten zu schwinden beginnt mit zunehmendem Alter. Kurz gesagt, der Spreizfuß ist oft das Ergebnis von Veranlagung, Belastung und Schuhwerk. Einlagen und Pilotten sind auch sehr hilfreich, weil die werden hier unter den Mittelfußknochen reingesetzt. Das sieht dann meistens aus wie so eine Traube, also so ein Tropfen halt. Der muss natürlich richtig gesetzt werden, denn ist er zu weit hinten, bringt er nichts, ist er zu weit vorne, macht er neue Druckstellen. Da müsst ihr dann, wenn ihr zum orthopädischen Schuhmacher geht, wirklich darauf achten, dass die Pilotte ordentlich passt. Normalerweise sollte das passen, weil die Füße sind ja eigentlich abgemessen von orthopädischen Schuhtechnikern. Aber wenn es nicht passt, hingehen, ändern lassen. Die podologische Behandlung kann natürlich auch helfen. Gerade wenn man hier im Vorfußbereich Hühneraugen hat oder Druckstellen hat, dann kann der Podologe diese entfernen und somit ist man schmerzfrei und kann wieder durchs Leben hüpfen. Welche Folgen haben wir denn jetzt beim Spreizfuß? Es gibt leichte, mittlere und schwere Folgen. Die leichteren Folgen sind Druckstellen, müde Füße, gelegentliche Schmerzen und wenig Hornhaut. Die mittleren Folgen sind dauerhafte Schmerzen hier im Vorfußbereich, Hallux valgus, beginnende Zehenfehlstellungen, Hühneraugen hier dazwischen oder zwischen den Zehen oder auf den Zehenkuppen hier oben. Wenn man eine Krallenzehen kriegt, dann hat man ja hier oben oft dann zu eng das Schuhleder und damit können hier oben die Hühneraugen entstehen oder hier vorne an der Kuppe
Die stärkeren Folgeerkrankungen vom Spreizfuß sind ein Mortenneurom. Da handelt es sich meistens zwischen dritten und vierten Zeh um einen Nervenstrang, der irgendwie eingeklemmt wird, verdickt wird und dadurch Schmerzen verursacht. Eine Metatarsalgie, das heißt hier vorn bei den Metatarsalknochen, das heißt Mittelfußknochen, ist eine dauerhaft schmerzende Stelle. Das kann teilweise so weit führen, dass hier einfach das Ganze taub wird und zum Kribbeln beginnt. Und dadurch kommt natürlich verändertes Gangbild, Schonhaltung und das setzt sich dann bis Sprunggelenk, Knie und bis in die Hüfte fort. Wie kann man das Ganze jetzt diagnostizieren? Eigentlich indem, dass man den Fuß genau anguckt. Da haben wir hier unseren normalen Fuß. Ich mache nachher eine Nahaufnahme. Also beim normalen Fuß haben wir hier das Gewölbe. Da ist das hier so schön drinnen. Wenn wir dann einen Spreizfuß haben, ist es hier abgeflacht. Das ist schon mal das erste Zeichen, wie man das erkennt. Dann hat man oft hier dann schon veränderte Haut. Die ist dann meist mit Hornhaut oder hier so ein Streifen, der was hier mit Hornhaut ist. Dann beginnen langsam die Zehenfehlstellungen. Das heißt, langsam wandern dann die Zehen alle hoch und man denkt sich, das habe ich ja früher nie gehabt. Natürlich, wenn es so ein extremer Fall ist wie das kommt nicht von heute auf morgen, das besteht oft dann schon Jahre, diese Krallenzehen. Dann gibt es noch die Möglichkeit eines Abdruckes zu machen. Es gibt auch die Möglichkeit mit diesem Podoskop, das heißt unten die Fußsohle genau im Stand anzugucken. Denn im Sitzen sieht man den Spreizfuß oft nicht, weil wenn der Fuß nämlich dann hängt, dann sind automatisch die Füße etwas gebogener, weil alles entspannt ist. Deswegen kann man einen Spreizfuß am besten feststellen im Stehen. Wenn man sehr starke Beschwerden hat, dann sollte man vielleicht ein MRT, CT oder ein Röntgen machen lassen. Denn da kann man genau gucken, ob die Knochen irgendetwas haben oder ob einfach nur die Weichteile davon betroffen sind. Es heißt aber nicht, dass wenn man Schmerzen am Vorfuß hat, dass es automatisch ein Spreizfuß ist. Es gibt auch Differentialerkrankungen, also Erkrankungen, die das ähnliche Symptom haben, so wie die Metatarsalgie, die es auch ohne Spreizfuß gibt. Oder eine Entzündung im Vorfuß, ein Ermüdungsbruch und. Das muss dann ärztlich abgeklärt werden. Was kann man jetzt machen, damit dass der Spreizfuß erst gar nicht kommt und wenn man schon hat, dass man den nicht schlimmer macht? Natürlich passendes Schuhwerk. Ein Schuhwerk sollte eine breite Zehenbox haben. Ihr seht, dass hier bei meinem Skelettfuß die Zehen eigentlich so aussehen und nicht so, wie es in den ganzen Fußmodellen immer ist oder Schuhmodellen. Faszinierend ist, dass die Männerschuhe von Haus aus breiter geschnitten sind als die Frauenschuhe. Frauenschuhe sind immer sehr schmal und spitz geschnitten und die Männerschuhe sind eher breiter geschnitten und ganz wenig vorne zusammen. Es gibt mittlerweile auch Hersteller, die bewusst einen breiten Vorfußschuh machen. Da habe ich euch unten in der Infobox was verlinkt dafür. Ein großer Teil der Behandlung sind die Übungen. Denn es ist sehr wichtig, dass man die Fußmuskulatur und den Unterschenkel stärkt. Denn hier haben wir wirklich die Muskeln und Sehnen, die den Vorfuß halten und die die Beweglichkeit verbessern. Das heißt Fußgymnastik und Stärkungsübungen für Fuß und Unterschenkel. Wie oft sollte man diese Übungen machen? Natürlich jeden Tag. Der Spreizfuß geht nicht weg, wenn man den nur zweimal die Woche trainiert. Und dann mindestens 3 Sätze mit 10 Wiederholungen. Kurz zusammengefasst, was musst du tun, damit du deinen Spreizfuß verbesserst? Schuhe mit breiter Zehenbox. Da habe ich dir unten in der Infobox einen Link hinterlegt. Dann wenig hohe Absätze oder nur kurz die hohen Absätze tragen. Das heißt, wenn man abends mal weggeht, aber nicht den ganzen Tag. Füße regelmäßig durchbewegen, Fußgymnastik machen, Unterschenkel, Wade trainieren, dehnen. Barfußlauf oder Barfußschuhe sind eine sehr gute Option. Druckstellen müsst ihr ernst nehmen, denn die können zu Hühneraugen werden und das macht dann unnötig Schmerzen. Und die Hornhaut, die rundherum entsteht, sollte man auch regelmäßig entfernen lassen. Und wenn ihr wiederkehrend Schmerzen habt hier im Vorfuß, dann solltet ihr das podologisch oder ärztlich abklären lassen. Ein Spreizfuß ist kein Grund zur Panik. Man kann was dagegen machen. Natürlich, wenn er schon sehr ausgeprägt ist, hat man wenig Chancen, dass der Spreizfuß wieder weggeht. Man kann ihn verbessern, man kann ihn auf dem Stadion halten, wo er ist,
aber eine Heilung in dem Sinn wird höchstwahrscheinlich nicht eintreten. Aber ein Spreizfuß ist ein guter Grund, dass du dich jetzt um deine Füße kümmerst. Denn deine Füße tragen dich sehr, sehr lange, sehr, sehr viel durch das ganze Leben und du möchtest ja schmerzfrei durchs Leben gehen. Hat dir dieses Video gefallen? Mach einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal, damit dass du keine weiteren Fußfehlstellungen verpasst. Und hier geht's gleich weiter zum nächsten interessanten Fußvideo. Bis zum nächsten Mal, eure Podologin Andrea. Tschüss!